Moin Leute, wie man sieht an dem Zwischenrahmen ist nichts passiert seit dem letzten Video. Ich habe meine Pläne ein bisschen verworfen und habe beschlossen, bevor ich am Zwischenrahmen weitermache, mache ich erstmal was anderes. Und zwar bin ich angefangen, den Koffer zu bauen und möchte, oder der Grund dafür ist, ich möchte gerne den Koffer auf dem, oder das Gestell von dem Koffer hier auf dem Rahmen platzieren, um die Befestigungspunkte und die Ausleger halt an den Koffer anzupassen. Anschließend wird dann am Rahmen weitergemacht, aber erstmal schauen wir uns mal an, was wir bis jetzt geschafft haben. An dieser Stelle auch ein dickes, fettes Dankeschön an meinen Kumpel für seine Unterstützung, weil bei diesen Längen und bei diesen Arbeiten alleine, das geht nicht. Da fehlt ab und zu mal eine oder zwei Hände und Schweißen, Ausrichten auf dieser Höhe, beziehungsweise wie gesagt bei diesen Maßen ist alleine ja nie so produktiv, wie man sich das erwünscht. Nochmal Dankeschön. Und jetzt schauen wir uns das mal an. So entsteht eine Bodenplatte. Die Träger liegen jetzt momentan noch lose drauf, werden gleich ausgemittelt und dann mit dem äußeren Winkel verschweißt. Und erst dann kommt hinten die Schräge und dann das Gerüst an den Seiten. Erstmal muss die Grundplatte komplett ausgerichtet werden, also sprich rechtwinklig werden. Und das machen wir jetzt.
So, das ist erstmal das Zwischenergebnis. Dazu gab es bei Facebook, bei Instagram sau viele Fragen bezüglich Gewicht, bezüglich Kältebrücken und auch Fragen, warum ich nicht einen GFK-Koffer genommen habe, sondern ja, selber baue. Dazu werde ich jetzt eben ein paar Sachen erklären. Ja, der erste Grund für Selbstbau war die Materialien, die beim Koffer verwendet werden. Ich möchte auf jeden Fall innen drin Holz haben, weil Holz ist atmungsaktiv. Durch die Fähigkeit vom Holz, Feuchtigkeit aufnehmen zu können und auch abgeben, hat man natürlich wesentlich angenehmeres Raumklima. Der zweite Grund war die Preise für die GFK-Koffer. Die finde ich mittlerweile ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Der dritte Grund ist die Wartezeit. Ja, und somit habe ich halt damals oder beziehungsweise von Anfang an eigentlich geplant, den Koffer selber zu bauen. Dann halt die Frage aller Fragen bezüglich Gewicht. Ja, natürlich habe ich mir im Vorfeld da Gedanken drum gemacht und auch mit einer Software das Gewicht des Koffers berechnet. Ziemlich genau. Also das Gerippe, so wie das jetzt hier steht, das wiegt um die 500 Kilo. Alu-Beplankung, Holz und so weiter, Kleber. Da kommen noch circa 700 bis 750 Kilo dazu. Bei der Größe von 5,50 Meter und 2,48 Breite denke ich mal, das ist vollkommen legitim, wenn der Koffer um die 1300 Kilo wiegt. Ich meine, der Shelter mit seinen 4,25, der wiegt auch schon eine Tonne, ist schmaler, ist tiefer. Insofern habe ich überhaupt keine Bedenken, dass der Koffer zu schwer wird. Des Weiteren war nie mein Bestreben, die 7,5 Tonnen einzuhalten. Also da wäre komplett verkehrtes Fahrzeug dafür. Ich habe Führerschein Klasse CE. Insofern habe ich da jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, auf 7,5 Tonnen zu gehen. Dann war noch der Aufschrei groß bezüglich, wie kannst du denn Aluplatten auf Stahlgestell kleben? Das kann doch gar nicht funktionieren, da entsteht eine Opferanode, ist soweit richtig. Aber wenn man dafür sorgt, dass die beiden Materialien nicht aufeinander liegen, und das mache ich auch, also ich werde den Koffer mit Sika kleben, da kommen Abstandshalter zwischen dem Stahlgestell und der Aluplatte aus Plastik in Stärke von 2 mm. Die werden auch verklebt, stellenweise. So kann die Aluplatte, egal wie sehr man den Kleber wegdrückt, niemals an das Stahlgestell kommen. Leute, wo wir beim Thema Fragen sind. Ich versuche weitestgehend, sobald die Zeit es zulässt, alle E-Mails, alle Fragen zu beantworten. Mittlerweile ist das aber so viel geworden, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe, weil diese Baustelle, mein Job und so weiter, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch und ich möchte oder ich kann auch nicht jeden Abend am PC sitzen und Fragen beantworten. Das soll nicht heißen, dass die Fragen nicht willkommen sind. So ist es nicht. Aber ich werde das demnächst so versuchen, dass ich Fragen, die ich sag mal öfters vorkommen, dass ich die aussonder und dann im nächsten Video halt beantworten werde. Weil ansonsten das sprengt einfach den Zeitraum. Ja, zu der Bauweise selber von dem Koffer, wie schon erwähnt, Stahlgerüst in 60 x 30 x 2. Jetzt kommen an den Seiten die Aussparungen für die Fenster, für die Staukästen oder Stauklappen, für die Eingangstür,
Dachluke habe ich keine geplant. Das Dach wird begehbar sein, wie man an den Querträgern erkennen kann. Die ganzen Abstände der Bodenplatte und auch von den Querträgern vom Dach, die sind so kalkuliert, dass eine Standardmaßplatte, also in 1250 mm, genau drauf passt. Also ich habe kaum Verschnitt. Durchgang, der Rahmen dafür, der kommt auch hier schon rein, dann wird das Ganze verschweißt. Wie gesagt, dann mache ich die Anpassung am Zwischenrahmen, so dass diese Karkasse mit dem Zwischenrahmen verschraubbar ist. Dann kommt die Karkasse wieder runter, wird die mit Alu beplankt, dann kommen die Fenster rein und dann geht das Ganze zum Lackierer. In der Zeit mache ich soweit den Zwischenrahmen fertig und dann geht er zum Verzinken. Und wenn alles wieder zurück ist, dann wird es eine Hochzeit geben. Ich wünsche euch allen ein schönes Jahr 2020. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.